Österreich ist einer unserer größten und treuesten Kunden, den wir seit Jahren im Seriengeschäft betreuen. Seriengeschäft heißt Standardfahrzeuge und jetzt eben auch die Chance auf die Automatisierung bekommen haben. Wir befinden uns hier in Groß-Ebersdorf im größten Logistikzentrum nach Palettenstellkapazität, was wir bei Lidl haben. Insgesamt können wir hier über 70.000 Paletten lagern, über 50.000 davon in der Automatisierung. Dementsprechend ist das natürlich auch ein Riesenfaktor für uns. Also Automatisierung ist zukunftsweisend. Das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die die Logistik geht. Und da ist Groß-Ebersdorf natürlich dann auch bei Lidl natürlich ein sehr großes Projekt, wo wir dann auch den Schritt in die Zukunft Richtung Automatisierung gehen. Ein Projekt in der Größenordnung hat man nicht jedes Jahr. Wir als Jungheinrich haben schon das eine oder andere in der Größenordnung auch abwickeln dürfen. Und wir in Österreich ist natürlich dieses Projekt das erste in der Dimension. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das hat sich Lidl auch immer vorgenommen, eben hier Innovator zu sein oder auch eben Sachen zu wagen. Und das Lager steht ganz klar für diesen Grundsatz, dass man eben nicht nur auf altbewährte setzt, sondern eben Automatisierung, die Sinn macht, auch nutzt und diese stark forciert, um eben für die Zukunft sicher aufgestellt zu sein. Es war so, dass wir dort zuerst mit der Automatisierung gestartet sind. Heißt Regalbediengeräte, vollautomatisch, Fördertechnik und Steuerung und Warehouse-Management-System. Und im zweiten Schritt haben wir dort auch das manuelle Lager einrichten dürfen mit einem normalen konventionellen Palettenregal und einer größeren Durchlaufregalanlage. Die Schnittstelle zwischen der manuellen und automatischen Welt kann man im Bereich Trockensortiment sehr gut beobachten, nämlich dann, wenn wir zum Beispiel einen Nachschub brauchen von Ware, die wir im Block lagern. Da ist es nämlich so, dass wir im Block dann wieder konventionell kommissionieren, aber dort der Nachschub, weil wir die Anlage dort auch nutzen wollen, aus der Anlage kommt. Das heißt, wir haben tagtäglich eine Schnittstelle zwischen manuell und Automatisierung. Grundsätzlich ist das Lager in Groß-Ebersdorf natürlich eins in einer wirklich sehr, sehr großen Dimension. Dementsprechend ist natürlich, sind mehrere Faktoren entscheidend. Zum einen natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Faktor Mitarbeiter. Ebenso natürlich auch eine verlässliche Technik. Und dazu kommen natürlich dann noch saubere und funktionierende Prozesse. Dann muss natürlich auch jeder wissen, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat und natürlich auch jede Hand ineinander greifen. Die Automatisierung ist für Jungheinrich die treibende Kraft für die Zukunft. Und daher sehe ich das als das wichtigste Thema in den nächsten Jahren im Hause Jungheinrich. Also dieses Projekt in Groß-Ebersdorf ist eines der größten, das Lidl je realisiert hat. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor für den Kunden, alles aus einer Hand zu bekommen, was Automatisierung betrifft.